Hallo, ich habe gerade dieses schöne Buch Margins and Murmurations von Otter Leaf bekommen und auch gelesen. Es hat mir sehr gut gefallen, deswegen möchte ich es euch vorstellen. Das Buch habe ich überhaupt angefangen zu lesen, weil mich die 3 Schlagwörter von dem Buch sehr überzeugt haben. Und zwar ist das Buch übertitelt quasi mit Transfeminism, Sexwork und Time Travel. Und diese Begriffe sind auch nicht falsche Werbung. Sie kommen auf jeden Fall alle hier drin vor. Insofern hat dieses Buch all meine Erwartungen erfüllt. Das Buch hat gleich recht gut angefangen, denn in einem Vorwort positioniert sich die Autorin selber. Und zwar als Working Class Femme, Non-Cis Passing und Transwoman. Und sie schreibt auch, dass sie nicht von Rassismus betroffen ist, nicht lesbisch ist und nicht gehörlos, was wichtig ist, weil sie solche Personen in diesem Buch beschreibt und damit sagt sie klar, wo sie aus einer quasi Expertinnenposition spricht und wo sie aus einer anderen Perspektive kommt und deswegen da nicht ganz so viel drüber wissen kann. Denn Repräsentation ist der Autorin sehr wichtig. Sie beschreibt auch in dem gleichen Vorwort, warum sie überhaupt dieses Buch geschrieben hat. Und zwar, um sich endlich mal, oder Figuren wie sich in Literatur zu entdecken, weil einfach diese fehlen. Wobei sie auch gleich sagt, dass sie sehr viele verschiedene Charaktere hier drin hat, was auf jeden Fall auch stimmt. Und dass sie hofft, niemanden falsch repräsentiert zu haben, aber da sie einfach nicht von allem betroffen ist und diverse Charaktere haben wollte, kann es sein, dass ihr das nicht so ganz geglückt ist. Und vermutlich interessant für euch zu wissen in diesem Kontext ist auch, dass keiner dieser Charaktere eine transmännliche Figur ist. Das heißt, Repräsentation für mich ist jetzt auch nicht in diesem Buch drin, was mir aber schon im Vorwort klar wurde, weil sie hat geschrieben, wen sie alles repräsentieren möchte, wer darin vorkommen wird, und Transmännlichkeiten waren es auf jeden Fall nicht. Ich glaube, einmal wird erwähnt, dass ein Transmann in einer Versammlung ist, aber ansonsten kommen Transmänner oder Transmännlichkeiten nicht vor, was mich tatsächlich ein bisschen überrascht hat und was ich auch ein bisschen schade fand, weil schließlich wird hier ganz viel im Buchrücken dann über Trans-Activists geschrieben und das sind aber eigentlich alles nur Transfrauen. Was mich zuerst überrascht hat, aber ist auch okay und das Buch hat mir auf jeden Fall auch so gefallen. Die Welt, in der diese Geschichte spielt, ist einfach die Erde. Es ist Science Fiction, also es spielt in der Zukunft, allerdings in der sehr nahen Zukunft, wobei sich alles verändert hat. Es ist jetzt ein dystopisches Europa und der Ort, in dem diese Geschichte spielt, war früher mal eine Stadt in Europa, ist jetzt allerdings ein ganzer Staat, der von den anderen Staaten drumherum isoliert wurde, weil er gegen Menschenrechte verstößt. Dieser Stadtstaat ist sehr militarisiert und seine Normen sind heteronormativ, behindertenfeindlich, rassistisch und er ist insgesamt einfach kapitalistisch strukturiert. Personen, die von diesen Normen abweichen, sind von Repressionen betroffen, was im Fall von Homosexualität zum Beispiel bis zur Todesstrafe führen kann. Aber gegen diese gesellschaftlichen Strukturen gibt es auf jeden Fall Widerstand. Zum einen den Widerstand von Leuten, die die Stadt verlassen haben und jetzt im Wald drumherum leben und sich dort organisiert haben. Und zum anderen innerhalb der Stadt gibt es auch Widerstand. Der ist hauptsächlich von SexarbeiterInnen vorangetrieben. Diese beiden Widerstandsstrukturen sind auch klar miteinander verbunden und unterstützen sich gegenseitig. Sexarbeit ist vom Staat eigentlich verboten, aber einzelne SexarbeiterInnen oder die ganzen Orte, an denen sie arbeiten, stehen unter dem Schutz von höheren Staatsbediensteten. Und so ist der Widerstand stark geprägt von Transpersonen, Femmes und auch Sexarbeiterinnen.
aber auch Gehörlose haben sehr starken Einfluss auf diese Struktur gehabt. So wurde zum Beispiel eine Gebärdensprache entwickelt, die keine wirkliche eigenständige Sprache ist, die aber die gleiche... Nee. Diese Gebärdensprache hat die gleiche Grammatik wie das Englisch, aber ist halt in Gebärden übersetzt worden. Und das war eine Zusammenarbeit von gehörlosen Aktivistinnen und anderen hörenden Aktivistinnen. Und eine Zeit lang konnte das gut als Geheimsprache benutzt werden. Dann allerdings hat der Staat das gecheckt, dass es diese Sprache gibt und alle Staatsangehörigen dazu verpflichtet, diese Sprache zu lernen. Das heißt, der Staat, die Regierung von dem Staat hat sich diese Widerstandssprache angeeignet und jetzt können sie alle sprechen. Trotzdem wird sie auch noch im Widerstand sehr viel benutzt. Und diese Sprache war wichtig, um einerseits geheime Informationen zu vermitteln, und das ist auch weiterhin. Und andererseits hat der Staat auch klar in die Sprache, in die englische Sprache interveniert. Also viele Begriffe, die widerständig sind oder auch nur auf Widerstand hinweisen, wie zum Beispiel Rebellion, wurden verboten, dass sie nicht mehr benutzt werden durften. Also jetzt darf nur noch von Problemen oder sowas geredet werden und Dinge dürfen nicht mehr klar beim Namen genannt werden, was mit dieser Geheimsprache zuerst mal umgangen werden konnte. Insgesamt habe ich gemerkt, dass der Autorin Worte einfach wichtig sind. Auch wie Schimpfworte benutzt werden, setzt die Person sehr gezielt ein, wodurch ich das Ganze sehr sprachlich ansprechend fand. Im Kontext von Sprache und wie etwas geschrieben ist, würde ich allerdings auch sagen, dass das, wie die Person die Welt beschreibt, dieses Worldbuilding, manchmal so ein bisschen sehr beschreibend war und am Anfang ist viel so einfache Infogabe, also Infodump-mäßig, dass das nicht so richtig lyrisch eingearbeitet wurde, sondern viel einfach hier, so ist die Welt, liest dir das kurz durch, damit wir mit der Geschichte starten können. Ich finde das nicht so schlimm, manche Leute mögen das ja gar nicht. Und bei den Charakteren hat die Autorin das dann wiederum auch nicht gemacht. Also die Charaktere habe ich, wie sie drauf sind und so, erst mit der Zeit besser verstanden und die Charaktere dann besser verstanden, ohne dass viel so gesagt wurde, hey, die Person ist das und das, sondern die Person hat einfach Dinge gemacht, wodurch ich dann gecheckt habe, ah, okay, so und so ist die Person drauf. Insgesamt fand ich die Auswahl von Charakteren dann nach meiner ersten Enttäuschung, dass keine Transmännlichkeiten drin vorkamen, auch sehr gut. Die zwei Hauptpersonen sind zwei alte Frauen, von denen eine Person auf jeden Fall trans ist und sie ist auch schon älter, als ich fast in den meisten Büchern gelesen habe, und zwar ist sie 74 Jahre alt. Und das ist auch die Person, die in der Zeit reisen kann. Was ich einen ganz interessanten Aspekt von diesem Buch fand, weil sonst kann das, soweit ich das als Leser weiß, niemand. Insgesamt wird die Geschichte aus mindestens 7 Perspektiven beschrieben, was ich ganz nett fand, weil man so immer die verschiedenen Vorgänge innerhalb des Widerstandes einfach mitbekommen hat. Diese Charaktere bilden auf jeden Fall den Anspruch der Autorin ab, Diversität zu zeigen. Es ist ja eine dystopische Welt, in der auch die Gesundheitsversorgung nicht mehr so funktioniert. Und es wird ja viel darüber gesprochen, dass diese ganzen neuen Bestrebungen von Trans- oder auch von Disability-Aktivistinnen nur daherkommen, dass ja jetzt so medizinische Fortschritte kommen und dass insbesondere Trans es früher eigentlich nie gegeben hätte. Und dazu sagt eine Person, we are still here. Denn auch nachdem das Gesundheitssystem, was Leuten zwischenzeitlich Hormone
ermöglicht hat, zusammengebrochen ist, kann der Widerstand es organisieren, dass Leute die gesundheitliche Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Und deswegen fand ich diesen Satz "We are still here" so kraftvoll in diesem Kontext. Elemente, die in diesem Buch vielleicht nicht ganz so wichtig sind wie die anderen Sachen, die ich gerade beschrieben habe, aber die ich trotzdem interessant fand, auf die möchte ich jetzt kurz eingehen. Und zwar fand ich es nett, von einer Autorin ein Buch zu lesen, die auch selber Aktivistin ist, was man in so Kleinigkeiten merkt, wie dass zum Beispiel eine Person so genervt von so ewig langen Plena ist, wo die ganze Zeit diskutiert wird und auch viel einfach doppelt diskutiert wird. Also dass einfach diese Form der Strukturierung so ein bisschen kritisiert ist und einfach schwierig für bestimmte Leute ist. Demgegenüber wird eine Person gesetzt, die aufgeht in solchen Plena. Und ich war tatsächlich ein bisschen erstaunt, so als ich darüber nachgedacht habe, dass dieser coole Widerstand keine anderen Strukturierungsformen gefunden hat außerhalb von so Großplena. Ein anderer Punkt ist, dass auf dem Buchrücken geschrieben wird, dass es auch gegen Leute, die nicht weiß sind, Sanktionen gibt. Wie diese tatsächlich aussehen, fand ich in dem Buch nicht sonderlich beschrieben. Also es wird zwar gesagt, dass eine Person auffällt, weil sie nicht weiß ist, aber ansonsten gibt es sehr wenig Beispiele dafür, wie der Rassismus im Staat aussieht. Und wie auch im Widerstand das aussieht und dann dagegen vorgegangen wird. Was allerdings im Widerstand gezeigt wird, ist eine Person, auch eine sehr wichtige Person, die viel rumgereist ist und sich viel mit Heilmethoden beschäftigt hat und in dem Kontext über kulturelle Aneignung nachdenkt und über die eigene Verantwortung und die eigene Rolle da drin. Was ich sehr interessant fand, weil dieser Aspekt aus der weißen Perspektive, sich Gedanken über die eigene Verantwortung zu machen, kenne ich nicht so oft aus Büchern auf jeden Fall. Was ich so erzählerisch ganz interessant fand, war ein Kapitel, in dem zuerst beschrieben wird, wie eine Person einen Selbstverteidigungskurs gibt. Und der wird unterbrochen davon, dass eine Person so Flashbacks hat in eine Situation, wo sie Gewalterfahrung gemacht hat, weil sie aufgrund von Transfeindlichkeit, Transmisogynie. Und ich fand es ganz interessant, wie diese beiden Sachen sich immer so unterbrochen und abgewechselt haben und ich mich gefühlt nicht so stark auf diese Gewalterfahrung einlassen musste. Das fand ich erzählerisch ganz interessanten Trick irgendwie. Und dann wollte ich noch zum Ende einen Content Note für dieses Buch geben, und zwar für Transfeindlichkeit, Transmisogynie. Dafür gibt es mehrere Beispiele und zum Teil, wie ich im letzten Punkt ja auch schon beschrieben habe, wird es körperlich gewalttätig. Dann gibt es Repressionen gegen Sexarbeiterinnen, die auch in sexualisierte Gewalt übergehen. Und dann gibt es noch selbstverletzendes Verhalten in diesem Buch. Wobei ich sagen würde, dass dieses selbstverletzende Verhalten hauptsächlich durch eine Person repräsentiert wird, die definitiv für das Zielpublikum von diesem Buch kein Sympathieträger ist und deswegen vielleicht auch eine andere Härte hat, als wenn das eine sympathietragende Person wäre. Aber genau, auf jeden Fall ein Content Note für selbstverletzendes Verhalten. Das war es eigentlich, was ich über dieses Buch erzählen wollte. Mich interessiert, ob ihr es gelesen habt, was ihr daraus mitgenommen habt, weil das war jetzt eine kleine Auswahl von Dingen, die mir jetzt im Moment gerade sehr wichtig erscheinen. Aber ich glaube, es gibt da noch sehr viel mehr Dinge. Auch was ihr an diesem Buch kritisieren würdet, wenn ihr was zu kritisieren habt, finde ich sehr interessant. Ansonsten war es das für heute. Bis bald!